Hallo und liebe Grüße nach Hause. Das ist Ute und ich bin Björn. Wir haben uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, um die Welt zu reisen, auch wenn man nicht viel Geld verdient und zudem noch mit einigen körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat? Da wir zu stur waren für ein Nein, wurden Gleise zu Weichen und Türen öffneten sich. Im Mai 2019 brachen wir auf, um für mindestens ein Jahr um die Welt zu reisen, runter vom Gleisbett, querfeldein. Jetzt sind wir schon fast 4 Jahre in selbst ausgebauten Vans und mit dem Rucksack unterwegs und ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Ganz nebenbei entdecken wir neue Freunde, Tiere, Kulturen, Essen, Pflanzen und Perspektiven. Wir staunen, fragen und versuchen zu verstehen, aber wir verzweifeln auch, wir schämen uns, sind begeistert, erschöpft, wir lieben, wir sind zu Tränen gerührt, nehmen Abschied und sind wieder auf dem Weg. Wie lange noch? Naja, nur noch um die nächste Ecke. Also Björn macht jetzt eine SIM-Karte in sein Handy. Alles auf japanischen Schriftzeichen. Was? Ja, Nein. doch. Sehr teuer ist Nicht das. teurer als Deutschland. Nee, Unlimited gibt es in Deutschland nicht für 30 Euro. Das stimmt. Unlimited für 30 Euro in Deutschland, da musst du irgendwie bestimmt 300 Euro zahlen für, wenn Aber überhaupt. würde man nicht Unlimited nehmen, wäre es einfach 20 Euro für 3,5. Ja, 20 Euro für 3,5 ist ja echt bescheuert. Hello. Are you my little Japanese friend? ルートをお調べしました。ご希望のスポットまでの行き方はこちらです。 But they say you speak English. You have to choose. Ich werde hier nicht verstanden. Das gelbe Häuschen, eins davon ist unseres. Oder der untere Teil, glaube ich. Unsere erste kleine Wohnung in einem kleinen gelben Haus mit ein klein wenig Küche. Da steht ein Bild von Ute. Wie cool ist das denn? Und es gibt einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, eine Abzugshaube. Und wir haben ein 7-Eleven in der Ecke und einen Family Mart. Und hier ist dieses Klo. Das geht nach da auf. Oh, mit so einer Sitzbadewanne. Ich glaube, Björn wird daran liegen. Ist das nicht geil? Das ist wohl berühmt. Da gibt es diese Kugeln. Mit Tintenfisch drin eingebacken. Und Soße drüber.
Warum bewegt sich das Essen? Ute, zeig. Weil da, was ist da drin? Tintenfisch, aber nein, das essen wir nicht. Nein, das ist einfach kalt hier draußen und deshalb das zieht sich jetzt zusammen. Aber hier, das sieht schon Sieht gut aus. spooky aus. Haben wir gegessen. War heiß. Sehr heiß. War okay. War gut. Ja. Ich finde das jetzt nicht das Geilste, aber es war mal was Neues. War was anderes, auf jeden Fall. Und 8,50 € für zwei ist für unser Budget viel, aber okay. Okay. Haben wir probiert. Nächstes. ね、隠れてる。はーい。かわいい。 Hier nach Japan, um Käse zu essen. Hast du etwa den 10 Yen? Japan. Soll ich da mal reinbeißen? Ja. Was passiert? Waffel mit Käse. Heiß. Waffel mit Käse heiß. Waffel mit Käse. Ute, wo bist du? Beim 10 Yen Laden. In? Osaka. In? Japan. Erste Sushi. Björn hat die Sojasauce gefunden. Aber was ist das? Lecker! In diesen Flaschen gibt es kalten grünen Tee. Ohne Zucker. Yeah, ohne Zucker. Hier beim Sushi-Essen in Osaka ist das einzige echte Fettnäpfchen passiert. Ich habe dieses grüne Pulver auf meinen Teller gefüllt und fragte die Frau, die die ganze Zeit schon uns Stäbchen erklären wollte und sonstigen Kram, wo ich dachte, wir können Sushi essen, das ist nicht so schwierig, wo denn das Wasser zum Anmixen des Wasabis ist. Daraufhin hat sie mir den grünen Teepulver weggenommen und hat mir echtes Wasabi gebracht. Genau, das war halt das Grünteepulver, ja. Ja, du hast halt immer so einen Wasserhahn, wo du es einfach füllen kannst. Fehler schon. Björn dachte, das Wasabi. Nein, das ist Grüntee. Die zeigen hier an, aus welcher Richtung dazu kommt. Eben war der Fall in die andere Richtung. Hat er gewechselt, das heißt auch zwei dazu aus einer Richtung. Zieh es einfach rein. Trotzdem richtig rum aus. Egal wie ich die einführe, auf den Kopf oder richtig rum, oder schief oder quer, sie kommt immer richtig rum raus. Okay. Cool, oder? So, Björn. Das ist krass. Was krass? Kalt am Bahnsteig und ich denke noch, dass es da reingeht, das ist nicht ganz so kalt. Hier ist geheizt. Es ist ein Aufenthaltsraum auf jedem Bahnsteig. Und? Ja? Man merkt, ich bin Deutscher. Es ist geheizt. Ich bin froh, dass ich überhaupt Sitze habe in Deutschland. In Deutschland? In Japan? In Deutschland? Ah, Deutschland, Hier ja. habe ich Sitze, überall. Ah.
Leute, die essen hier Schildkröten. Das ist wirklich schrecklich. Am Rande, Japan ist super gut im Umgehen seiner eigenen Regeln. Es gibt diese Spielhallen, da kannst du normalerweise Geld verdienen, aber Geld verdienen darfst du nicht. Entsprechend kriegst du lauter kleine Goldbarren und direkt vor der Tür gibt es dann ganz viele kleine Läden, die diese Goldbarren in Geld wechseln. Ist also kein Geldgewinn. Japan. Wasabi, Kaffee, grüner Tee, Käsekuchen. Maple Leaf natürlich. Ein ganzer Laden, der nur aus diesen Maschinen besteht, dass du so Sachen rausdrehen kannst. Jede Person, die Tattoos hat, darf hier nicht in die Sauna. Krass, oder?
緒にやってこの瞬間が一生続けばいい真夏の空の青さも知らなかったよ君と出会うまでその手握るため涙繰り返して時には誰かを傷つけてきたんだろうマジ食らったマジで泣いたそんな季節に君と出会った目に留まった何気ない優しさ君の全てがもう知れた気がした出会った瞬間に感じた直感ってやつ少した時間とか関係なく一度も話したことない君の目で追い始まった片思いらしくないけどでかWherever you say, I know it's not right. Bernie, wo fahren wir denn hin? Weiß ich nicht. Drück Aber doch mal. der fährt rein. So das. 改札階です。 Zum Glück hat einer gedrückt. Oh Scheiße. Plastikbeispiele von allem, was du zu essen kriegst. Das ist super gut. Ich sehe eine Zahl, ich weiß, was es etwa kostet. Also ich krieg's da nicht aus Plastik, aber cool. Unsere ersten Rahmen in Japan. Ich habe das hier ausgewählt und Björn das da. Jetzt sind wir gespannt. Ich bin in Japan. Lecker. Ich habe Dumpling drin. Björn, Ich esse mit einer Schöpfkelle. du isst mit deiner Schöpfkelle. Die Ramen, die ersten Ramen isst du mit Schöpfkelle. Und wie ist es? Super halt. Banause. Holt man sich das Zeug aus dem Kugelautomaten, da sind Lose drin und dann können die hier Einkaufsgutscheine gewinnen und haben gar nicht so wenige. もうこんな負の遺産を子供らに残すわけにいかないので、そしてお金を貸してくださったり献金してくださる我々の仲間が今目の前にいます。 Außerhalb des Bereichs, wo die Touristen sind, sieht man plötzlich ganz lange Schlangen von Obdachlosen. Das ist ein ganz klassisches Problem in Japan, weil die Gesellschaft will das nicht wissen. Es geht hin bis zu Menschen, die mit einem Steinesack eine Frau, die sich heimlich nachts in eine Bushaltestelle gelegt hat, um keinen zu stören, wirklich totgeschlagen haben und sagt, ich wollte sie nur ein bisschen verletzen, weil ich hasse Obdachlose. Das ist, wer versagt in Japan, ist ein Problem. Und das saß an dieser Straße, diese Menschen, das sind fast nur Männer, weil Frauen darf das nicht passieren, sich in einer langen Reihe sozusagen zum Essen angestellt haben. Eine Sache, die man als Tourist normalerweise nicht sieht.
Kalter Kaffee. Heißer Kaffee. Das Zeug hier oben drin ist alles heiß. Wie cool ist das denn? Haben wir einen Kühlschrank gesehen, der heizt und gleichzeitig kühlt. Bierbars, die Frauen haben ihre Frauenbars und die Teddys haben ihre Teddybars. Ich mache so ein Lokal auf, da kann ich immer singen. Gerade haben wir hier das Origami bewundert. So eine abgelegene Gasse, das ist keine Touristenecke. Und haben sie raus und hat es dir geschenkt. Der hat uns das geschenkt, das ist alles gefaltet. 2 Stück. Will ich euch das mal? Wie süß. Total schön. Ich glaube, sie hat sich einfach nur gefreut, dass wir es so schön fanden. In dem schönen Laden hier. Also ich weiß gar nicht, was sie machen, es ist kein Laden. In diesem relativ untouristischen Viertel, in dem immer eine Mutti hinter einer Bar steht, die heißen auch irgendwie Muttis, mit einem Mikrofon. Und manchmal sitzt da ein einzelner Gast davor, der singt dann ganz laut Karaoke, dann singt die Mutti mit. Meistens waren die Muttis ehrlich gesagt ziemlich jung und haben dann irgendwie so ein Maid-Kostüm an oder sowas. Gab es so ein Haus, das sah aus wie so ein Sozialladen oder sowas oder keine Ahnung, Beschäftigungstherapie. Und die waren am Origami Falten. Und dann sind wir da vorbeigegangen und Ute guckte dann nur so rein und sagte, oh, guck mal, die Falten da. Und draußen hingen solche Kugeln auch runter und dann fanden wir das so schön. Und dann kam gerade jemand rein, da kam eine Frau mit dem Fahrrad angefahren, lächelte wie immer in Japan und sagte Hallo und ging rein, kam mit 2 Kugeln raus, drückte sie uns in die Hand und wir so, wir wollen die gar nicht. Also Ich so, was kostet das? Sie so, nee, geschenkt. nichts. Und ich dachte so, okay, es geht aber nicht nur um Geld, wir wollen nicht mit dem Rucksack mit Origami um die Welt reisen. Ja. Sie war einfach wieder weg. Ja. Also sind wir weitergereist mit 2 Origami-Kugeln. Und was soll ich sagen? Die haben richtig gut durchgehalten. Die sind sowas von hart gefaltet. Okay. Darf ich rein oder nicht? Die werden es dir schon sagen. In Osaka sind wir ins Rotlichtviertel geraten, ohne zu wissen, was das ist. Plötzlich saß ein Mädchen auf so einem Futon, so ein Kissen. Und davor saß so eine grimmige alte Mutti. Und das war in jedem Haus so. Und dann guckte man die Straße lang und sah immer so lange Spiegel. Und in den langen Spiegeln sah man die ganzen grimmigen Muttis, die so aussahen wie Bauersfrauen. Und dahinter saß immer ein Mädchen auf einem dieser Futons. Podest, ja. Ja, so auf so einem Podest. Und die waren immer leicht bekleidet und hatten immer, wenn wir vorbeikamen, das lag wahrscheinlich an Ute, weil sie mit war, hat die Omi was gesagt, dann haben sie immer so Stimmt, das Gesicht verdeckt, was immer das auch bringt. Dann haben wir nachgelesen, dass hier zur Zeit es keine Prostitution in Japan gibt. So ganz typisch für Japan, dass es bestimmte Dinge nicht gibt. Unter anderem haben die dann alle geschlossen, als es verboten wurde und am nächsten Tag als Restaurant wieder aufgemacht. Und diese Muttis verkaufen jetzt sozusagen ein Essen, was auch immer das bedeutet. Dieser Ort, der dort gewesen ist, hat einen bestimmten Namen, weil dort ein Bauersfrau mal ihre Tochter verkauft hatte, weil sie kein Geld mehr hatte. Jetzt hoffe ich mal ganz stark, dass diese Muttis dort nicht alle die Mütter von diesen Mädels sind. Ich hoffe nicht. Das wäre ein sehr komisches Gefühl, finde ich. Ja, aber sehr komisch. ansonsten war es einfach eine ganz normale Straße und haben wir gar nicht mit gerechnet. Und da durfte man nicht filmen, deswegen haben wir jetzt auch nicht so Material. Genau, wir haben so ein paar Bilder von der Seite, aber nichts, wo man wirklich irgendwas sieht. Guck mal, diese Wahnsinn-Sitze an hier. Das ist Samtsitze. Ich bin in Japan. Hat gerade gelernt, dass er seine Taschen nicht abstellt, sondern dass man die in solche Dinger stellt. Damit die nicht auf dem Boden sind. Das hat man beim Sushi-Essen auch. Und da wir uns zivilisiert benehmen wollen. So. Vielleicht ist es auch einfach so ein Abholfach für Diebe, aber Diebe gibt es hier ja nicht. Genau.
Jetzt habe ich den nächsten geilen Scheiß aus Japan. Meine Bettdecke hat praktisch rückenfrei. Also es ist nur nach außen über die Kante gezogen. Und natürlich die Unterseite, die auf mir liegt. Also darf ich mich nicht viel bewegen. Wie bescheuert ist das denn?